Stuhl ist kaputt. Was mache ich eigentlich immer verkehrt? Ich meine, ich sitze doch nur auf diesen Stühlen. Aber die Geschwindigkeit, mit der die Dinger bei mir kaputt gehen, das ist irgendwie nicht normal. Letztes Mal war es die Gasdruckfeder. Dieses Mal ist eine kleine Metallbuchse gebrochen. Und während ich das jetzt auseinanderschraube, könnt ihr schon mal kontrollieren, ob ihr diesen Kanal schon abonniert habt. Dem Video ein Like geben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich fleißig kommentieren, hilft auch immer sehr, das Video voranzupushen. So, als erstes muss man hier die kleine Metallfeder abmachen. Ja, und wenn man dann irgendwann endlich die Unterlegscheibe zu greifen kriegt, dann kann man auch das ganze Gestell hier runternehmen. Als nächstes habe ich dann versucht, die Gasdruckfeder daraus zu bekommen. Und wie man sieht, hat das genauso gut funktioniert, wie hier diesen Plastikknauf abzumontieren. Und wenn man sich das Ganze dann näher anguckt, dann sieht man auch, dass es eigentlich nicht dafür gedacht ist, auseinandergebaut zu werden. Die Achse hier, um die sich das Ganze dreht, wenn man am Wippen ist auch so gebaut, dass man sie nicht rauskriegt. Und dann haben wir noch diesen Hebel, der ist auch im eingebauten Zustand zusammengeschweißt worden. Ja, soweit zusammengefasst ist da nicht viel mit Reparieren möglich. Aber ich möchte mich nicht so schnell geschlagen geben. Ich möchte zumindest die Primärfunktion erhalten, und zwar das drauf sitzen können. Und zwar werde ich die beiden wackeligen Teile jetzt ganz stumpf zusammenschweißen. Klingt komisch, ist aber so. Und zur Überbrückung dieses Spaltes schweiße ich dort einfach eine 6 mm Edelstahlstange rein. Weil wir das natürlich vernünftig machen wollen, muss als allererstes mal der Lack runter. Ja, beim Schweißen ist natürlich darauf zu achten, dass die Gasdruckfeder nicht so warm wird, weil die mag das nicht so. Ich hefte das jetzt hier auch nur an, weil ich denke mal, wenn das nicht hält, dann habe ich, glaube ich, ein ganz anderes Problem. So, noch ein bisschen sauber machen und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fertig. So sieht das Ganze dann aus. Nicht schön, aber selten. So, das Ganze wird dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. So, das war's dann auch schon wieder. Ist zwar nicht ganz so repariert, wie ich das mir gewünscht hätte, aber zumindest kann ich den Stuhl wieder benutzen und muss ihn nicht wegschmeißen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Und Action. Sechster.